8. Spieltag und der BVB steht auf Platz 8. Aber die letzten 8 Bundesligaspiele, Borussia gegen Borussia, hat alle schwarz-gelb gewonnen. Alles zum Klassiker Dortmund gegen Gladbach, jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Zum ersten Mal hier in unserem wunderschönen Studio darf ich einen Spieler begrüßen, der dieses Jahr zu uns gekommen ist. Julian Brandt, schön, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst jetzt 1,5 Wochen mit der Nationalmannschaft unterwegs oder besser auch nicht unterwegs. Ihr wart ja hier in Dortmund auf unserem Trainingsgelände. Und war das nicht für dich irgendwie ein bisschen komisch, anstatt Lucien Favre, Jogi Löw zu haben, Kai Havertz, İlkay Gündoğan, anstatt Marco Reus oder Roman Bürki? Es ging eigentlich. Also, das Gute war ja, Marco war ja auch noch dabei, deswegen war es nicht so eine krasse Umstellung, aber nichtsdestotrotz klar, wenn du, für mich war es, oder für mich und Marco war es entspannt, weil wir hatten natürlich eine kurze Anreise. Für viele Münchner Spieler war es eher ein sehr komisches Gefühl, mal auf dem Dortmunder Gelände zu sein. Die haben gedacht, wie schön haben die es hier eigentlich? Eben, ja. Die waren sehr neidisch, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bei uns bist. Wir freuen uns riesig darüber. Und wie unterschiedlich deine ersten Monate bei Borussia Dortmund, bei Schwarz-Gelb waren, das schauen wir uns jetzt mal an. Es hat doch alles so schön angefangen. Erstes Spiel, erstes Tor. Im neuen Zuhause vor der Süd. Torschütze, der Spieler mit der Nummer 19. Und genau der hätte gegen Barcelona fast ein Tor des Monats geschossen. Leider nur fast. Beim 2:0 in Prag legt Julian Brandt beide Tore auf. Tabellenführung in Gruppe F, auch dank ihm. Nur was ist los in der Liga? 3-mal 2:2, 3-mal knapp nicht gewonnen und einmal Ärger ablassen. Wir spielen momentan keinen guten Fußball. Zeit, es wieder besser zu machen. Am besten so schön, wie es angefangen hat. Ja, wir haben es gerade gesehen, am ersten Spieltag direkt ein Tor, ein wunderschönes Tor mit links, perfekter Start. Du warst bei jedem Bundesligaspiel mit dabei, durftest aber nie über 90 Minuten spielen. Wie siehst du selbst deinen Start, deine ersten Monate hier beim BVB? Ja, ähnlich wie die Ergebnisse das auch ein bisschen widerspiegeln. Also auf und ab. Also klar, wir sind ja sehr gut gestartet, muss man ja sagen. Also ich glaube, oder ich bin, glaube ich, ein Mensch, der weiß, dass nicht jeder Anfang immer perfekt läuft und wie ein Märchen, sondern dass man sich das auch hart erarbeiten muss. Für mich natürlich sehr schön, dass es direkt im ersten Spiel geklappt hat. Das war natürlich dann auch so, gerade wenn du vorne spielst, willst du unbedingt mal treffen und gerade in dem Stadion und sich das relativ schnell ja auch zu erfüllen, das war schon ein schönes Gefühl, aber nichtsdestotrotz braucht es einfach auch manchmal seine Zeit, so ein bisschen, 1, 2 Spiele, dass man sich an das alles hier gewöhnt. Ich meine, ich muss mich an die Spiele auch gewöhnen. Alles ich meine, man kann ja nicht einfach wechseln und sagen, so, du bist jetzt genauso wie in Leverkusen, wo du vorher, wo alles funktioniert. Das geht einfach nicht. Andere Spielertypen, andere Stadien, andere Mitspieler, alles verändert sich ja. Ne? Ja, und man muss natürlich auch sagen, Dortmund ist ja über die Jahre hinweg immer eine Konstante gewesen auf den, ich sag jetzt mal, ersten 3 Plätzen. Und die Gegner, die stellen sich halt auf sowas auch ein. Du hast viele Gegner, die sich jetzt hinten reinstellen, die versuchen zu kontern, die nur noch mauern. Das gab es bei mir in Leverkusen auch schon, aber nicht immer. Es gab viele Mannschaften, die auch versucht haben, selber zu spielen. Und da waren einfach auch viel mehr Räume. Deswegen, man muss sich dann das Ganze auch so ein bisschen gewöhnen. Aber das Schlusswort war ganz gut. Man sollte ja positiv in eine Zukunft schauen und ich glaube, dass es auch wieder gute Zeiten oder bessere Zeiten kommen werden. Davon bin ich 100% überzeugt, weil ich auch von dir überzeugt bin. Du bist ein unglaublich variabler Spielertyp in Leverkusen und in Dortmund bist du auch schon auf vielen Positionen eingesetzt worden. Hast du eigentlich für dich schon die eigene Lieblingsposition gefunden, wo du sagst, weißt du was, wenn ich mir das aussuchen dürfte, da gehöre ich hin? Ja, ich habe jetzt schon viele Positionen hier gespielt. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Ne? Nee, Innenverteidiger würde noch passen irgendwie. Aber nee, ich glaube, Sechser war jetzt dabei, Zehner, links, rechts, jetzt Stürmer in Prag.
Die Frage ist lustig, die wird mir eigentlich relativ häufig gestellt, weil natürlich alle sagen, er spielt gefühlt überall. Was ist eigentlich deine Position, wo du gerne am liebsten spielen würdest? Ich bin schon ein Mensch, der gerne eigentlich eher jetzt im Zentrum spielt, weil ich glaube, also in der Mitte, genau. Ich sehe dich da eher so, wenn du den Ball treiben kannst mit deiner Geschwindigkeit vom Mittelfeld nach vorne und dann den entscheidenden Pass geben. Ja, was für mich halt optimal ist, gerade an unabhängig, ob das jetzt eine Zehnerposition ist, eine Stürmerposition oder man nennt es ja Sechser, Achter, Zehner, was auch immer, du hast halt viele Spieler um dich rum. Und überall, du hast links außen, einen rechts außen, du hast einen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, einen Stürmer theoretisch dann noch. Und sowas kam mir eigentlich immer sehr gut, weil du hast überall jemanden gehabt, wo du hinspielen kannst. Wenn du links spielst, was keine Position ist, wo ich jetzt mich nicht aufgehoben fühle, aber dann hast du halt hinter dir die Linie und bist halt auch in einer gewissen Art und Weise begrenzt. Und deswegen bin ich oft jetzt in der Vergangenheit einfach gesagt, dass ich mich im Zentrum einfach wohler fühle. Früher, also ganz früher, war Julian ein klassischer Zehner. Woher ich das weiß, bist jetzt ein bisschen überrascht, ne? Nee, du hast bestimmt, so wie ich dich kenne, hast du wieder deine Kontakte spielen lassen. Wir haben auf jeden Fall eine Grußbotschaft bekommen aus der Heimat Bremen von Julian. Hier drücken dir alle die Daumen für deine erste Saison beim BVB. Kannst du den Zuschauern mal erzählen, wie es war, als du damals angefangen hast bei uns in der G-Jugend? Übrigens, Julian, mit diesem Trikot und der Nummer 10 bist du damals 2001 mit deiner Mannschaft Bremer G-Jugendmeister geworden. So, jetzt musst du natürlich erstmal aufklären. Wer ist das? Das ist ein geiler Typ, ne? Fred Wirth. Das war mein erster Trainer. Ich bin ja übertrieben heimatverbunden. Ich bin ja Bremer und habe in Bremen angefangen, Fußball zu spielen. Und SC Borgfeld ist quasi der Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin mit meiner Familie und meinen Brüdern. Da habe ich angefangen, Fußball zu spielen und er war der erste Trainer, unter dem ich dann quasi so ein bisschen das Kicken gelernt hatte. Ein super Typ, ein cooler Typ. Ab und zu bin ich noch, wenn es natürlich zeitlich passt, auf der Anlage und den siehst du natürlich immer überall. Den siehst du überall, ja. Ja, Fred Wirth hat uns übrigens erzählt, dass du früher ein sehr fleißiger Junge warst oder ihm in Erinnerung geblieben bist, das bist du ja heute noch. Jetzt hast du selbst in einem Interview mal gesagt, dass du am Anfang auf der Anlage lieber Gänseblümchen gepflückt hast, als Fußball gespielt. Ja, meine Eltern wollten mich, also die haben natürlich irgendwann, so wie es natürlich ist, willst du als Junge ein bisschen Fußball spielen. Eltern versuchen dir den Gefallen zu tun und dich quasi in einem Verein unterzubringen. Und das hat aber am Anfang nicht so gut funktioniert. Ich war relativ, ich war nicht unbedingt leidenschaftlich. Stand an der Seitenlinie und die Jungs haben gezockt und ich habe mich damit irgendwie nicht so richtig befasst, habe ein paar Pflanzen rausgerissen und so und irgendwie lief das alles nicht so gut und dann kam der Frühling und wir hatten vor unserem Haus so eine Wiese und dann kam das aus einem selbst heraus, ein bisschen kicken gegangen und so und dann waren sie kurz davor, sich mich aus dem Verein abzumelden. Ehrlich? Gut, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, und haben sie dann aber nicht gemacht und dann hat es alles funktioniert und dann ging alles so ein bisschen ins Rollen. Wir haben beim BVB noch das schöne Talkformat Sag doch mal. Da dürfen Fans Spielern Fragen stellen und diese Woche haben deine Mannschaftskameraden Nico Schulz und Julian Weigel unter anderem Fragen beantwortet. Das schauen wir uns natürlich mal an. Was war euer schönstes Spiel? Mein schönstes Spiel war mein erstes Derby hier zu Hause. Und haben wir 3-1 gewonnen und ja, da habe ich gewusst, was ein Derby-Sieg hier ist und das war schon geil. Deswegen würde ich sagen, ja, ganz klar das erste Derby. Ich schaue gerade mal, es gibt nicht nur Fragen, sondern auch Ansagen. So, Herr Weigel, am Samstag wird gewonnen, damit das klar ist. Vielleicht können wir den Stimmungscheck im Raum nochmal machen, ob die Fans das hier auch so sehen, dass am Samstag gewonnen wird. Hört sich schon mal sehr gut an. Und zum Abschluss vielleicht ganz schöne Aufforderung. Beschreibt den BVB in einem Wort. Ich würde es als Herzensangelegenheit so wie ich es mitbekomme, wie die Unterstützung der Fans, ist es so Herzensangelegenheit, finde ich, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Ja, das waren jede Menge Fragen an die Jungs. Ein paar haben wir jetzt gesehen. Herzensangelegenheit, sicherlich eine sehr schöne Antwort von Nico Schulz auf die Frage, wie er den BVB in einem Wort beschreibt. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Wie hättest du die Frage beantwortet? Echte Liebe zusammengeschrieben. Ja, zusammen. Ja, als ein Wort. Echte Liebe. Echte Liebe, ja. Ja, nee, es ist tatsächlich schwer, weil man kann den Verein eigentlich mit relativ vielen Worten beschreiben. Und nicht man braucht aber in der Regel ein bisschen Zeit, ne? Ja, und nicht jedes Wort ist halt so perfekt, dass es alles beschreibt. Und ich finde natürlich, Herzensangelegenheit ist ein sehr gutes Wort, weil du merkst natürlich hier gerade dieses, ich nenne es mal familiäres Umfeld, mit den ganzen, ja, mit den unfassbar vielen Fans hier, wie sie für den Verein leben, alles geben. Man hat das Gefühl, wenn man hier in der Stadt wohnt, wenn du gewinnst, ist alles top und wenn du verlierst, ist alles schlecht. Und gefühlt das ganze Wochenende ist im Eimer. Sagen, alles scheiße, das ist so. Ja, und das ist schon bemerkenswert. Ja. Wie nimmst du denn jetzt nach der Länderspielpause die Stimmung in der Mannschaft wahr? Ich meine, 8. Spieltag, 8. Platz. Nicht das, was wir uns alle gewünscht haben. Ja, und trotzdem blendet der 8. Platz ja auch ein bisschen. Ne? Also wir haben Gott sei Dank das Glück gehabt, dass wir zwar gegen Freiburg unentschieden gespielt haben, aber dass der Spieltag allgemein schon doch noch sehr gut für uns verlief. Viele Mannschaften haben verloren, keiner konnte sich richtig absetzen, außer jetzt, ich glaube, Gladbach, die jetzt ja 4 Punkte vor uns haben. Ich finde, man spürt auch so ein bisschen so einen gewissen Tatendrang einfach wieder. Also okay, die ersten Spiele sind jetzt ein bisschen turbulent verlaufen, gut oder auch schlecht, aber ja, jetzt will man sich auch irgendwie so ein bisschen wieder aus dieser Lage befreien. Natürlich hat man jetzt auch genug Chancen. Ich glaube, hast du die nächsten Spiele mal gesehen, gegen wen wir alle spielen? Da kannst du auf jeden Fall sehr, sehr viel auch wieder gut machen, glaube ich, bei den Fans hier und bei den Menschen dort. Und ich glaube schon, dass die Jungs auch, und da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, dass die auch gewillt sind, dann auch wieder das ändern zu wollen, dass es auch klappen wird. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt kommt mit Gladbach der Tabellenführer zu uns. Du sagtest, es ist gerade 4 Punkte Vorsprung. Ich kann mir vorstellen, hier im Heimspiel darf nichts anbrennen. Die müsst ihr einfach weghauen. Ja, klar. Einfach weghauen. Klingt immer so einfach, aber natürlich, wenn du zu Hause spielst, du hast halt mit den Fans einen 12. Mann auf dem Platz. Das ist einfach so. Und ich glaube, wir haben hier super Spiele gespielt, auch gegen Barcelona, wo jeder sagt, Top-Mannschaft, aber normalerweise hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Genau, so, und ich glaube auch, dass Gladbach in einer sehr, sehr guten Form ist, jetzt viele Punkte geholt haben, natürlich auch Selbstvertrauen haben, definitiv. Aber gerade wenn du zu Hause spielst und wir sind ja eine heimstarke Mannschaft, dann musst du alles daran geben, dieses Spiel zu ziehen. Jetzt spielt Thorgan Hazard zum ersten Mal gegen seinen alten Verein, gegen Gladbach. Du hast schon gegen deinen alten Verein gespielt, gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man auch so verwurzelt war, wie ihr beide es wart, dann plötzlich gegen diesen Verein zu spielen. Da ist schon innerlicher Druck da. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Für mich war es völlig beschissen, weil man denkt immer, das macht nichts mit einem, aber das ist schon komisch, wenn die ganze Truppe da, dein alter Trainer da ist, irgendwie auch, die Mannschaft hat sich ja nicht groß geändert, zuletzt Jahr, in meinem Fall jetzt. Und es war schon echt, jetzt, da ich es einmal getan habe, wüsste ich jetzt genau, was ich anders machen würde und wüsste, dass es mit mir jetzt zum Beispiel im Rückspiel nicht mehr so viel machen würde, aber im Hinspiel war es Wahnsinn, weil viele Freunde einfach, gegen die du dann spielst. Und du bist ja auch nicht irgendwie im Bösen weg, sondern du bist ja einfach ein Verein, dem du auch dankbar bist und das verstehe ich. Genau, mit den Jungs top und wir haben immer noch viel Kontakt, das ist echt zu vielen. Und deswegen war es schon natürlich eine schwierige Situation, gerade weil du sowas in der Art noch nie erlebt hast. Ich war mein ganzes Leben eigentlich, oder ganze Karriere nur in Leverkusen, und deswegen hatte ich so ein Spiel noch nie, dass man gegen seine alte Mannschaft spielt. Und das war schon komisch, aber ich glaube, der Toto, der kriegt das hin. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, ich habe es schon angedeutet, lieber Julian. Der erste Zweikampf, Brandt gegen Dickel. Okay. Tor oder kein Tor? Gelb heißt Treffer. Okay. Schwarz heißt kein Treffer. Okay. Na warte, ich sag 3, 2, 1 und dann hochheben.
Hast du nicht gesehen? Dass die schwarz war? Habe ich nicht gesehen. Okay, 3, 2, 1. Ja, der ist ja safe nicht drin. Der geht auch nicht rein, das hast du ja, merkst du. Nuri. Ja. Ja, 1-0 für dich. Ich meine, nur weil du es bist. Cool, danke. Oh, das ist schwierig. 3, 2, 1. Das sieht man doch. Ja, ich dachte, der schießt den auf dem Torwart. Drei, 2, 1. Glaube ich auch. Der hat einfach cool angelaufen, oder? Ja, den schießt er gut. Das sind natürlich auch 2 Fachmänner hier auf der Ja, Couch. Ne? da muss man sich auch einfach mal. Haben wir noch eine Szene oder ist das jetzt Nein, nur entschieden? das, ja. Da muss man sich auch mal mit dem Unentschieden mal. Ist ja momentan Dortmund ist nur unentschieden, ja. Gefühl, dass ich. Last Minute unentschieden. So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. 11 Punkte Nobby, 15 meine Gäste. Das ist kein gutes Ergebnis für mich. Ich gratuliere dir zum Unentschieden. Hast du wirklich gut gemacht. Ich gratuliere dir auch. Ich bin zuversichtlich, dass du das in Zukunft noch gerade biegen wirst. Das ist mein Julian, so ist er. Ja. Schickt uns übrigens weiter eure Szenen ein. Tor oder kein Tor, das ist egal. Man muss es nur schwer erkennen können. Wir brauchen für jede Sendung eine Szene. Also, auf geht's. Wir haben wunderbare Bilder die letzten Sendungen gemacht. Man kann ich erstmal Julian zeigen. Das mit Mats. Okay. Das ist das mit Zorki. Also immer so ein bisschen was Verrücktes. Wir haben unser Bild natürlich auch schon gemacht. Diese könnt ihr ersteigern. Der Reinerlös geht natürlich an unsere Stiftung. Also kräftig mitbieten. Ja, also 8 Siege in Folge gegen Gladbach. Der 09. Würden natürlich alle BVB-Fans glücklich stimmen. Tut alles dafür. Ich bin davon überzeugt. Und eine kleine Wette. Ich glaube, am Wochenende gibt es ein Julian Brandt-Tor. Du sagst, um was es geht? Du kannst natürlich nicht gegen dich wetten. Du hast gesagt, dass die Stadion-Currywurst so gut hier ist. Wenn ich treffe, kriege ich von dir eine Stadion-Currywurst. Ich zeige dir die beste Currywurst Dortmunds. Ja, okay. Dann ist das ein Alles Deal. klar. Danke. Das war's hier von eurem Feiertagsmagazin, von unserem Feiertagsmagazin. Drückt den Jungs die Daumen. Morgen beim Spiel gegen Mönchengladbach, dass wir wieder näher an die Spitze ranrücken, egal wo ihr seid. Netradio, Sky, Stadion, WDR, egal. Drückt die Daumen. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Julia.